Herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Heute zeige ich dir meinen Adventskranz to go. Ich habe letztens ein bisschen rumgesucht, nachdem ich schon mal eine Schachtel gemacht habe und gezeigt habe, diese Endlosbox hier, und beim Falten hängen geblieben bin und wir auch aktuell in der Vorbereitung für unseren Sternen-Adventskalender sind, habe ich verschiedene Boxen gefunden und etwas Ähnliches bei einem spanischen Kollegen, so eine Schachtel in Origami gefaltet. Und für mich ist das jetzt abgewandelt mein Adventskranz to go. Ich mache das so auf, ziehe hier auseinander und drin befinden sich 1, 2, 3, 4 Fächer für 4 Adventssonntage mit meinen Adventskerzen. Und das Ganze kann ich natürlich to go mitnehmen und verschenken oder selbst benutzen, wenn ich mal an den Adventssonntagen nicht zu Hause bin und am Adventskranz sitzen kann. Wie geht das? Ich brauche dafür ein Stück Tonkarton oder Cardstock in den Maßen 19 x 27 cm, Designerpapier zugeschnitten in 4 x 9,5 cm, das lege ich erstmal schön beiseite, ist nämlich sortiert nach dem Motiv, und außerdem 4 Quadrate 11,5 x 11,5 cm. Und aus denen falte ich zuerst die 4 kleinen Boxen, die du hier siehst. Das geht ganz einfach, hat mich sofort erinnert an meine Kindheit und Jugend, wenn ich ganz oft in großen Mengen zum Beispiel Osterkörbchen falten musste. Und es ist ja schön, wenn ein Element aus der Osterbastelei in Weihnachten übergenommen wird. So sehen die Körbchen fertig aus. Das Teelicht passt genau rein. Ich brauche so ein Quadrat und muss es einteilen diagonal in ein Raster von lauter kleinen Quadraten. Um das zu erhalten, falte ich wie folgt. Ich nehme das Quadrat. Ich falte ein Kopftuch, das heißt die untere Spitze auf die obere Spitze. Schön nachziehen. Ich falte wieder auf. Ich drehe das Blatt. Ich falte ein Kopftuch in die andere Richtung. Falte wieder auf. Erhalte hier einen Mittelpunkt. Sollte ich den nicht sehen, nehme ich mir einen Bleistift. Kippe das so ein bisschen hoch, male die Linie in diese Richtung nach, kippe die andere Seite hoch und male hier nach. Und jetzt erkenne ich die Spitze perfekt und da kann jetzt nichts mehr schief gehen. Ich falte eine der Ecken an die Spitze, an den Mittelpunkt, so heißt das, gegenüberliegend, damit das auch schön gerade wird, den nächsten. Und jetzt diese zwei genauso. Erster Schritt. Zweiter Schritt, ich nehme die Spitze und falte sie wieder zurück. Dafür sehe ich ganz genau die Linie hier unten, da muss die Spitze wieder drauf. Das mache ich an allen 4 Seiten. Und im Quadrat entsteht dann ein kleines Quadrat. So, jetzt falte ich wieder auf. Jetzt habe ich von der Spitze beginnend 1, 2 quere Falzlinien. An diese zweite Linie, an diesen Punkt, der wieder hier entstanden ist, falte ich die untere Spitze. Sollte ich das nicht sehen, kippe ich das hier mal ganz locker hoch und dann sehe ich den Punkt ganz genau, da muss ich hin. Weiterer Trick, um die Linien genau zu bekommen, ich halte die Ecke da oben drauf und schaue, ob die Linien sich kreuzen, ob ich hier quer rüber auf die andere Linie komme. Das passiert, dann ist die Linie genau richtig. Zweite Ecke da oben, zweite Linie, auflegen, Querlinien kreuzen sich, passt. Je genauer ich falte, umso quadratischer und exakter wird am Ende meine Box. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich habe alle Linien drauf, nehme jetzt wieder 2 Seiten von außen, lege sie an die Mitte und falte jetzt die Linien, die Seiten nochmal drauf und komme jetzt langsam zu der Größe meiner Box. So, hier in der Mitte entsteht der Boden von meiner Box, quadratisch, sehen wir jetzt schon, funktioniert. Bevor ich die Box zusammenfalte, brauche ich noch eine diagonale Linie, die eigentlich hier quer direkt rüber geht, also die Verlängerung aus dieser Spitze. Dafür nehme ich die Seite und falte sie hier ran. Um das gerade hinzubekommen, genau an die Linie, knicke ich das hoch und schon liegt es parallel dazu direkt dran. Hier genauso. Gleicher Winkel, 90 Grad, angefaltet. Andere Seite
hier ist die Kante, hier diagonal ranfalten, hier genauso. Und jetzt kommt der Trick mit dem Knick. Ich falte das auf, halte das fest, drücke die zwei Diagonalen hier rein, stelle die Seite auf und falte die Spitze rein und die erste Seite hält. Andere Seite, ich drücke das hoch, die Spitzen rein und das als Deckblatt oben drauf. Schon ist mein Körbchen fertig, meine Box. Übrigens nur mal ein kleiner Tipp für Osterkörbchen. Jetzt habe ich genommen 11,5 x 11,5 cm. Ein zweites Blatt würde ich dann nehmen mit 12 x 12 cm. So habe ich einen Boden und einen Deckel, den ich oben drauf packen kann für meine Box. Ich glaube, ich habe sogar einen da. Moment. Mal schauen, was der Falter hier so gefaltet hat. Genau, hier. Passt perfekt. Also 11,5 x 12, 12 x 12 passt super. Die haben uns wieder weg. So, dritte Schachtel schon fertig. Ich hatte ja schon was vorbereitet. Die vierte, sehen wir hier nochmal dieses Raster, habe ich schon so weit vorbereitet. Ich mache jetzt noch einmal das Zusammensetzen der Box. In alle Richtungen, alle Knicke. So entstehen diese kleinen Quadrate. Die beiden äußeren Spitzen in die Mitte. Dieses Feld und dieses Feld draufklappen. Gucken, dass es genau gerade liegt. Hier unten entsteht der Boden, das Quadrat, genau. Jetzt meine diagonalen Falzungen anlegen. Ich weiß, dass man das auch anders machen kann. Nach ganz vielen Osterkörbchen bin ich mir sicher, das ist für mich die einfachste Variante. Und es wird auch am exaktesten. Exaktesten ist auch ein schönes Wort, ich glaube, das kann es gar nicht geben. So, jetzt kommt der Trick mit dem Knick. Ich ziehe das nach außen und drücke diese Spitzen hier rein. Falte das nach innen und schon hält die Seite. Und hier drüben mache ich das genauso. Nochmal von der Seite angucken, dass das alles schön quadratisch praktisch gut ist. Das passt auch. Beiseite stellen und jetzt kommt die Hülle für außenrum, mein Schränkchen, was sich ja so öffnet. Dazu brauche ich eine Schneidemaschine, mit der ich auch falzen kann. Und falze jetzt die lange Seite. Was merke ich mir? Ich merke mir geteilt, wenn ich 6 Felder haben möchte, bei 27 cm 4,5 und ziehe jetzt senkrecht Linien immer bei 4,5. Das heißt 4,5, 9, 13,5, 18, 22,5 und im besten Fall bleiben dann bis zur 27 4,5 übrig. Das passt. Und die 4,5, weil sie so schön ist, müssen wir uns nur eine Zahl merken, die nehmen wir hier auch, 4,5 und hier drüben auch 4,5. Kann man übrigens alles falten, aber bei dickeren Tonkarton ist es ganz günstig, wenn wir die Falzlinien so ziehen, weil sie wären exakter. Sonst wird immer etwas verschoben, dadurch, dass ich Schichten aufeinander falte. Das sehen wir gleich. Ich falte erstmal diese, dann die Dreiteilung und dann die Zwischenlinien, dass ich 6 Teile falte. So, dann falte ich die beiden Seiten aufeinander. Sehen, ob ich mich noch daran erinnere, wie es geht. Ne, falte ich wieder auf. Falsch. Falte die Außenseite nach innen und diese Außenseite nach innen und falte jetzt hier oben Dreiecke. Und dafür nehme ich wieder ein Falzbein, weil ja schon wie gesagt, Cardstock ist dicker. Falte praktisch von der Spitze hier rüber. Dann wird die Linie exakter und das brauche ich, damit mein Kästchen dann überhaupt zuhält. Das, was wir jetzt falten, ist ja, würde ich sagen, nicht mehr Origami. Dann sowieso nicht, weil wir ja was kleben. Aber auch dieses ist schon eine Mischform. Also das Dreieck nach unten falten.
Das Dreieck nach unten falten, dieses Dreieck nach unten falten, dieses Dreieck nach unten falten. Das ist nicht ganz exakt. Ich hoffe, das funktioniert nachher trotzdem. Wieder auffalten. Jetzt entferne ich was. Das wird mir nämlich zu wurstig und zu dick. Ich entferne hier außen die Quadrate. Beim Rausschneiden der Quadrate ruhig darauf achten, dass das hier am inneren Rand der Falzlinie geschnitten wird. So. Jetzt kommt der Moment für Klebstoff. Was macht denn mein Klebstoff so? Dieses Feld links und rechts klebe ich nach innen. So, das ist schon mal gut. Jetzt brauche ich noch eine Falzlinie, die male ich mir jetzt auf, und zwar hier oben eine Diagonale. Hier und hier. Könnte ich auch dadurch bekommen, dass ich nochmal Teile aufeinander falte, nämlich die äußeren Felder nach innen. Aber das wird mir viel zu wurstig. So, und jetzt knicke ich das. Mal so. Und hier unten auch. Mal so. Und weil mir das natürlich so stört, läuft das jetzt wie folgt. Jetzt muss im Bildschirm stehen Fehler. An dieser Stelle kommt in den Bildschirm die Aufschrift Fehler. Ich habe die Diagonale falsch rum gefalzt, falsch rum eingezeichnet. Ich brauche die Spitzen so rum. Ein Fehler pro Video geht, also so lang im inneren Feld. So und so. Nochmal die Falzung. Nachfalzen. So. Nochmal andere Richtung. Nachfalzen. So. Und das Ganze falze ich jetzt hier innen rein. Das bedeutet so und so. Das heißt, nochmal, damit man es richtig rum sieht, die Schrägen sind diagonal zu diesen. Parallel dazu, parallel dazu. So. Jetzt klebe ich das wieder mit Flüssigkleber fest, und zwar diese Seite und diese Seite. Falte ich rein und drücke ich an. Moment halten. Dann sieht das Teil so aus. So. Und jetzt muss ich nur noch die Ecken hier rumfalten und kleben. Das mache ich jetzt als nächstes. Wird da was nicht ganz genau passen, schneide ich noch mal vorsichtig nach, nämlich hier. Der passt. Schauen, minimal nachschneiden. Gucken, dass ich schöne Spitzen erhalte. Jetzt ankleben. Bin noch immer wieder fasziniert, was man innerhalb von 1,5 Tagen vergessen kann.
So, das klebe ich da rein. Das klebe ich dort rein. Hier geklebt. Und hier geklebt. Alles schön festdrücken. Und jetzt kommt die Sache mit dem Knick. Wieder eine Sache mit dem Knick. Die zwei Teile knicke ich aufeinander und schon ist meine Box für die Teelichter außen fertig. So, von oben drauf geschaut. Hier unten nochmal nachgedrückt. Beide Seiten fertig. Passt. Schauen, dass hier alles fest ist. Jetzt kommt für mich der nächste Schritt. Ich nehme mein doppelseitiges Klebeband und klebe das hier etwa mittig so auf, dass links und rechts noch Rand ist. Da werde ich gleich das Band drüber führen, mit dem ich die Box verschließe. Und da ich hier außen Designerpapier drauf setze, wird es dann wieder abgedeckt. Einmal alles abziehen. Sollte mal meinen Abfall von rechts nach links stellen. Wo ist meine Schnur? Hier ist das Band. So. Mittig etwa drauf. Nummer 1, Nummer 2. Eine Seite lege ich jetzt hier fest und die andere Seite gucke ich, dass sie an die gleiche Stelle kommt. So, etwa passt das. Nochmal nachdrücken. Jetzt habe ich hier mein Designerpapier und das ist eins mit einem Motiv. Jetzt schaue ich mal, ob das so hinhaut, wie ich mir das denke. Genau. Das Designerpapier, was ich verwendet habe, kommt übrigens aus dem Set von Stampin' Up! Landhaus Weihnacht. Mit dem habe ich ja auch schon die Box gearbeitet. Ich fange jetzt hier hinten an mit dieser Seite und klebe das auf. Und verdecke damit mein festgeklebtes Band. Mittig, überall mit Abstand. Habe das schon so weit vorbereitet, dass ich auf der Rückseite doppelseitiges Abreißklebeband drauf habe. Und klebe jetzt das Motiv nach rechts rüber, dass es wirklich ein fortlaufendes Bild ergibt. Drücke von innen nach außen fest. Mal schauen, dass das Band miteinander halbwegs gleich auf der gleichen Höhe anlandet. Das passt. Und das letzte. So. Festdrücken. Das Gefühl, dass hier was nicht klebt. Doch, es passt. So. Gut. Schachtel soweit schon fertig. Noch mal ein bisschen anpassen, die Form. Funktioniert. So. Jetzt lege ich meine... Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich setze hier noch mal einen Punkt Klebstoff auf. Das kann ja nicht schaden. Da müssen wir ja nichts flach falten. Könnte man, aber muss man ja nicht. Also hier nochmal festdrücken. Dann hält nachher die Form besser. So. Und jetzt überlege ich mir schon mal, in welcher Reihenfolge ich das einklebe. Ich glaube, ich mache das ähnlich wie hier. Und zwar schaue ich erstmal, was geht. Ich würde immer diese Seite, die ich zum Schluss rüber gefaltet habe, nach vorne nehmen. Da habe ich eine schöne Kante. Und diese andere nach hinten. So. Das ist
schönsten vorne sind, die geradesten Kanten. So, ich glaube, so mache ich das. Und das bedeutet, ich trage jetzt hier und hier Klebestreifen auf, an den beiden Seiten, auf die ich das dann auch reinklebe. Ziehe das ab. Und drücke das hier unten gerade rein und streiche die Klebeflächen glatt. Als nächstes arbeite ich dieses hier oben, da brauche ich hier drüben und da hinten die Klebefläche. Wäre ja auch sehr schön, wenn man jetzt hier so links neben sich einen Freund und Helfer stehen hätte, der die Klebeflächen abzieht. Naja, man kann nicht alles haben. Wieder relativ weit oben, aber so, dass es sich bewegen lässt, so dass ich nachher auch ein Teelicht reinbekomme. So, und jetzt schaue ich mir die Mitte an. Wie viel Platz habe ich noch zum... Okay, das passt, denn die müssen ja alle nachher aneinander vorbeilaufen. Also kommt dieser hier. So wollte ich ihn haben. Also diese Seite und hier hinten. Notfalls markiert euch das an, weil wenn man dann so mitten im Arbeiten ist, kann es schon mal passieren, dass da was schief geht. Rechne ich immer bei mir mit. So, jetzt lege ich das mal so, dass ich das parallel klebe und genau auf Lücke, damit nachher die Boxen auch gerade drin sitzen. Das passt soweit. Und jetzt habe ich hierfür genau diesen restlichen Platz. Nochmal die schönere Seite suchen. Ich glaube, jetzt wird es doch die. Nochmal 1, 2, 3, 4. Nach dem Handlanger schreien oder selber machen, Klebeflächen abbauen. Wenn es gar nicht mehr geht, brauchen wir eine Pinzette. Haben wir natürlich, aber der Stolz. Das muss doch auch so gehen. Die 2 Klebeflächen wieder querlegen. Andrücken, vorne andrücken. So, der spannende Moment. Schwuppdiwupp, alles passt. Ist das nicht schön? So, jetzt kommt der Fehler des Tages. Was ist der Fehler? Das Designpapier läuft außen falsch rum. Ich lasse das jetzt so, weil die Methode war ja das Entscheidende. Ich werde dann nachher noch mal was drüber kleben. Deswegen klebe ich jetzt auch meine Dekoration außen nicht fest, zeige ich euch nur. Also, ich mache das jetzt mal zu, werde das nachher korrigieren. Fehler passieren immer. Ganz wichtig, vorher denke ich noch, musst schauen, dass die Kleberichtung und die Bildrichtung funktioniert und dann geht es schief. Egal, ich zeige jetzt die Dekoration für außen und korrigiere nachher mein Werk. Ich habe wie folgt dekoriert. Da ich ja so ein Sternenfan bin, habe ich natürlich aus dem neuen Saisonkatalog das Set Sternenglanz schon auf dem Arbeitstisch und dazu die Stanzformen, und daraus habe ich mir ausgestanzt verschiedene Kringel. Diesen Kringel hier werde ich benutzen. Und dazu nehme ich noch aus dieser Form hier die kleinen Sterne raus. 1, 2,
3. Die brauchen wir auch noch. Diesen einen hat es nicht richtig gestanzt. Nehmen wir lieber diesen. So, das verwende ich zum einen. Und dann habe ich mir ausgestanzt schon aus dem Etikettenmix dieses eine kleine Freude. Beim letzten hatte ich von deinem Wichtel. Hier mache ich das eine kleine Freude. Und dann habe ich das Stempelset Leuchtende Weihnachten. Das ist im Hauptkatalog drin, im Jahreskatalog. Da habe ich den Schriftzug Lichterglanz. Und den stempel ich jetzt mal hier auf so eins der Standsteile, die ständig über meinen Schreibtisch fliegen. Das erste Mal hat es gleich funktioniert. Hier wäre mein Ersatzteil gewesen. Es geht doch nichts über Ersatzteile. Mache ich wieder zu. Und jetzt zeige ich noch, wie ich das aufgeklebt habe bei dem. Und zwar kommt das hier hin. Das passt schon mal. Dann nehme ich diesen Kringel, setze den hier drunter. Ich mache nochmal die Schleife auf. Setze hier unten, fädel ich einfach dieses Teil auf. Das mache ich natürlich zuerst. Hätte ich schon mal vorher machen sollen. Ist nämlich friemelig, geht aber. Einmal habe ich es ja schon hinbekommen. So. Setze das also wieder drunter, lege das oben drauf und verschönere alles noch mit ein paar Sternchen. Und zwar hier. Einer. 2, da drüben ein und vielleicht einer, der runtergefallen ist, nämlich hier unten hin. Und schon ist das Ganze fertig. Jo, das war die Anleitung zu meinem Adventskranz to go. Weitere Anleitungen, die alle mit Advent und Weihnachten zu tun haben, verlinke ich dir. Zum Beispiel diese kleine Box, die endlos immer weiter aufzufalten ist. Und auch meine Explosionsbox Tee-Adventskalender. Wird alles hier verlinkt, kannst du dir anschauen. Den Fehler korrigiere ich dann. Das war das Projekt für heute. Falls du Fragen hast dazu, schreib mir eine Nachricht. Alle Kontaktdaten findest du unter dem Video und natürlich auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de. Wo ich noch vertreten bin, siehst du hier unten in der Beschreibung zu dem Video. Ich wünsche dir kreative Zeiten und bis zum nächsten Mal. Deine Angela von der Stempelfamilie.